Ich bin Tino Bunge, ich fahre ein Fan 516 hier mit und ja. Ich bin Katharina Schulte-Mausbeck und ich fahre ein 6215R. Genau. Mein Name ist Nane Elbers, ich bin Beifahrerin bei Tino Bunge auf dem 516 Fendt. Mein Name ist Hannes Elbers, ich fahre das Schmuckstück hier in 6155R und Genau, mein Name ist Jonas Eifermann, ich fahre auch einen schönen 155R und bin einer der Organisierten hier. Ich bin Michael Schulte-Mausbeck und ich fahre hier bei Philipp, der links neben mir steht, mit. Ich bin Philipp Büte und ich fahre mit dem Klaas Arion 660 mit. ich bin einer der Mitorganisatoren von dem Team Lichterfahrt, ein Funken Hoffnung. Wir stehen heute hier mit 47 Schleppern. Das alles ist zustande gekommen, weil wir eigentlich bei der Lichterfahrt vom Bauernverband mitmachen wollen, der leider nicht stattgefunden hat. Daraufhin haben Jonas Eifermann zu meiner Linken und Philipp Büte zu meiner Rechten uns dazu entschlossen, eine eigene auf die Beine zu stellen. Das hat angefangen mit rund 10 bis 15 Schleppern. Nur dank Social Media sind wir jetzt, wo wir hier so stehen, mit 47 Schleppern. Ja genau, ich bin Jonas Eifermann, wie schon gesagt. Ich bin auch einer, der hier mitorganisiert. Ich würde jetzt noch mal was sagen, was wir planen, was wir damit erreichen wollen. Da ja unsere Landwirtschaft jetzt ein bisschen in die geraten ist, die letzten 2 Jahre, haben wir gedacht, machen wir wieder eine Lichterfahrt, so wie im letzten Jahr schon. Und wollen einen Funken Hoffnung in die Gesellschaft bringen, weil es doch schon so diskutiert wird, ja, was machen die Landwirte, was machen sie falsch. Das wollen wir jetzt ändern mit unserem Dasein. Wir wollen ganz besonders die Kinder beglücken. Wie man das schon kennt, gefühlt hat jedes Kind einen Siko-Trecker oder Bruder-Trecker im Kinderzimmer stehen und spielen damit rum und quasi wachsen die damit von klein auf groß auf. Manche gehen dann halt in andere Berufe. Wir 3 wollen jetzt die Landwirtschaft weiter unterstützen. Ich bin ein ausgelernter Landwirt. Ja, ich bin Philipp Büte, ich wollte jetzt noch mal was zur Zusammenarbeit sagen. Es hat alles sehr gut funktioniert. Wir haben alles mit der Polizei und auch dem Landkreis abgesprochen. Und die Zusammenarbeit war sehr gut. Sie haben uns auch sehr gut unterstützt. Und dafür wollte ich mich auch noch mal bedanken. Da wir als Kolonne der Straßenverkehrsordnung gelten, heißt es, dass wir an Ampelphasen alle zügig rüberfahren, auch wenn rot ist. Ich möchte da bitte keinen sehen, der da stehen bleibt und dann die ganze Kolonne gefährdet. Das Schlimmste, was denn sein kann, dass andere Autofahrer überholen und dann vor uns einscheren. Das wäre ein sehr großes Problem. Wir haben das letztes Jahr schon einmal gesehen und das war so schön anzusehen. Jetzt haben wir uns hier von der Feuerwehr alle versammelt und freuen uns, dass wir das angucken können. Ja, da hinten kommen die Trecker auch schon. Ich bin mal gespannt, wie viele das werden. Mensch, guck mal, wie schön die beleuchtet sind. Da John Deere, Fendt. Ja, wunderbar. Und die Kinder freuen sich.
Geht los! Ich bin Reinhard Lemke, bin wohnhaft hier in Molzen und hier haben sich jetzt diverse Bürger versammelt entlang der Uelzener Straße. Ich sage mal, ich schätze mal so 50 Personen und auf einem Trecker fährt mein Sohn und ich sag mal, 2 von meinen Neffen sind auch bei dieser Lichterfahrt dabei. Ja, hallo aus Ebsdorf, hallo. Wir begrüßen euch zur Lichter-Trecker-Ketterfahrt. Lichter-Treckerfahrt 2022 in Ebsdorf. Wir stehen hier mit sehr vielen Leuten. Alles gute Freunde, Nachbarn, Bekannte. Und freuen uns, dass es wieder stattfindet. Und haben uns diesmal ein bisschen größer versammelt mit Glühwein und anderen warmen Getränken, weil das eine schöne Sache ist und das muss man unterstützen. Und ja, jetzt warten wir auf die Trecker und wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend. Und vielen Dank an die ganzen Bauern, Treckerfahrer, Trecker, alle, die das möglich machen. Eine sehr schöne Sache. Vielen, vielen Dank. Prost, Claudi. Ja, Prost, Prost. Prost.